Wusstet ihr, dass wir vielleicht bald eine Ausweisverifikation für ab 18 Websites bekommen? Tja, laut Christian Solmecke ist genau das geplant und das ist unser heutiges Thema. Denn, sagen wir es mal so, mit gewissen Anonymitätstechniken ist es ungefähr so effektiv, einen Ausweis auf so einer Seite zu verlangen, wie mich davon abzuhalten, die Süßigkeiten zu essen, die ich hier neben mir auf dem Schreibtisch liegen habe. Nämlich gar nicht. Und wir gucken uns mal an, was genau geplant ist und dann besprechen wir Mittel und Wege, wie man da wahrscheinlich easy drum herum kommt und warum das komplett ineffektiv sein wird. Los geht's. Die spanische Regierung plant für den Spätsommer diesen Jahres den sogenannten Pornopass. Das soll ein kleines Scheckheftchen sein, sowas wie so ein Abreißheftchen. Ja, das wird natürlich, wobei die Videos hier sind eh nicht monetarisiert. Mir ist es egal, geil. Und mit dem könnt ihr 30 Mal eine Porno-Website besuchen und euch damit anonym verifizieren, nämlich verifizieren, dass ihr 18 Jahre alt seid. Was zunächst nur für Spanien geplant ist, soll EU-weit auch kommen, nämlich ein einheitliches Altersverifikationssystem für Porno-Plattformen. Wir schauen uns mal an, was die Spanier da als Vorreiter in der Pipeline haben, ob das überhaupt was nutzen kann und vor allen Dingen, wie die Regeln für die EU bald aussehen werden und ob man überhaupt Pornos noch so als unter 18-Jähriger überhaupt konsumieren kann. Also interessant. Der Gedanke ist also, dass wir zu einem Amt gehen und dort so ein 30er-Heftchen mit One-Time-Codes bekommen. Also jetzt ohne das Video fertig gesehen zu haben. One-Time-Codes, vielleicht ganz kurz erklärt, das ähnlich könnt ihr euch das vorstellen, wie eigentlich diese Codes, die ihr in eurer Zwei-Faktor-App oder per E-Mail bekommt. Wenn ihr euch bei einer Webseite anmelden wollt, dann bekommt ihr so einen Code manchmal und den gebt ihr dann einfach dort ein. Dieser Code ist komplett zufällig, nicht auf euch zurückführbar normalerweise, aber die Website weiß natürlich, an wen sie diesen Code geschickt hat. Bei solchen ab 18 Websites könnte man es jetzt also ganz einfach so machen, dass man so einen Code von jemandem Dritten bekommt, wahrscheinlich dann im Amt. Und dann gebe ich den Code bei einer Website ein und komme dann rein dazu. Die lustige Idee, also ich meine, das ist ja an sich schon mal, es löst ein großes Problem, nämlich man möchte, also Ausweisverifikation im Internet möchte man so nicht haben. Das ist ganz einfach, man möchte verhindern, dass es zu einem Ausweis da kommt und YouTube verlangt noch Ausweis und Google verlangt noch Ausweis und so weiter und so fort. Ne? Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen muss man da eine absolut anonyme Version davon schaffen, ansonsten haben wir bald eben auf jeder Website eine Ausweispflicht, weil die natürlich einfach unsere Daten abgreifen wollen. So, das ist das eine. Das würde dadurch zumindest mal nicht schlimmer gemacht werden. Trotzdem ist es immer noch ein bisschen unangenehm, wenn man dann zu einem Amt muss und dann muss man dort quasi sich so ein Ding holen, so einen Katalog mit Codes, die man dann physisch bekommt, nehme ich an. Was aber natürlich lösbar wäre, wenn man es an Automaten machen würde, dann würde man auch nicht die Ämter überlasten damit. Aber grundsätzlich auch nicht wirklich sicher. Also ich meine, ne, wenn ich das kann, dann kann ich auch meine Codes einfach an andere Leute weitergeben. Dann hole ich halt einfach gleich so ein Zehnerpacken von diesen Dingern und verkaufe die dann einfach oder verschenke sie dann. Und wenn irgendjemand in der Klasse einen großen Bruder hat, der halt gerade 18 geworden ist, dann ist genau das, was passieren wird. Nämlich der verkauft dann einfach auf dem Schulhof genau diese 30er-Heftchen an seine minderjährigen Mitkollegen, weil sein Bruder ihm die Dinger besorgt hat. Ne? Mal gucken. Wir gucken uns mal die Details an. Hey, ich muss ganz kurz zwischen reingrätschen. Falls du meinen Newsletter noch nicht kennst, dann solltest du den unbedingt mal ausprobieren. Ich berichte dort einmal in der Woche komplett gratis für dich über die Sachen, die sich in der Technikwelt so abgespielt haben. Das heißt, ihr bekommt einen schön zusammengeschnittenen Newsletter, wo einmal alles drin steht, komplett for free. Und ja, ihr könnt euch da einfach gerne reinbringen. Warum ich das for free anbiete, ist übrigens ganz einfach, weil der YouTube-Algorithmus mir gelegentlich nicht so gut mitspielt und ihr dort natürlich auch alle meine Videos findet von allen anderen Kanälen, die ich sonst noch so betreibe, plus die ganzen Events, wo ich sonst so bin. Deswegen schaut super gerne dort vorbei, falls ihr jetzt auch kein Video mehr von mir verpassen wollt und gelegentlich auch mal die Meinung eines ITlers zu einem ganz ausgewählten Thema pro Woche sehen wollt. Ja, Dankeschön. So, bleibt dran.
Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und das Thema Altersverifikation bei Pornoplattformen, das ist so alt wie dieser Kanal hier. Den gibt es immerhin schon seit 2010, ja, 14 Jahre machen wir das Programm hier schon und immer wieder war es ein großes Thema. Jetzt prescht Spanien vor. Die Spanier sagen, wir wollen zwei Dinge im Prinzip lösen. Das Problem bei der Altersverifikation bei Pornoplattformen ist, dass man erstmal zur Post rennen muss oder wohin auch immer und sich mit seinem Personalausweis da anmelden und registrieren will. Aber das beißt sich so ein bisschen, weil man möchte Pornos eher anonym genießen. Ja, so sehen es jedenfalls die Spanier. Und deswegen starten sie jetzt... So sehen es die Spanier. Okay, ja. Genau, das ist das essentielle Problem eigentlich hierbei. Also ich meine, es gibt ja schon Altersverifikationssysteme, nicht unbedingt fürs Netz, aber dass man halt eine Identitätsprüfung macht, das gibt es schon länger. Das heißt, ich kann mich sozusagen bei einer Webseite anmelden und da dann zum Beispiel ein Postident machen, so heißt das Verfahren bei uns. Das heißt, ihr könnt zur Post gehen, dort einfach euren Ausweis zeigen und die sagen dann, ja, das ist diese Person, hier, bitteschön. So, damit kann man bestätigen, dass eine Person volljährig ist. Zum Beispiel die Post kann auch explizit Pakete ab 18 bei euch abgeben, auch wenn das eigentlich nur mit Verifikation möglich ist. Dazu gucken dann halt tatsächlich die Postboten auf euren Ausweis. Die fragen dann speziell nach dem Ausweis. Ist mir so gegangen, als ich zum Beispiel Cyberpunk bestellt habe. Das ist ja auch ab 18. Da kommt dann jemand und sagt, hey, hier, bist du 18. Ich hatte da ein riesiges Problem, weil ich das noch zu meiner Mom bestellt hatte, weil ich nicht wusste, wann es rauskommt und ich damals nicht wusste, wo ich zu dem Zeitpunkt wohnen werde. Deswegen habe ich das zu meiner Mom bestellt. Und sie konnte das Paket fast nicht annehmen in meinem Namen. Es ging nur, weil wir denselben Nachnamen haben. Was echt schon nicht ohne. Also die gucken da auch teilweise richtig genau nach, was fairerweise ganz gut ist. Und genauso können die dann im Endeffekt auch euch verifizieren. Theoretisch haben wir aber auch noch einen E-Ausweis oder eine Online-Ausweisfunktion, mit der wir sowas machen könnten. Und genau da wollen wir halt verhindern, dass das im Netz der Standard wird, dass man quasi überall einfach sich so ausweisen muss, einfach nur, weil die Seiten halt gerade sagen, jo, wir wollen halt wissen, wer du bist, wir wollen dich halt tracken. So. Den Pornopass, wie verschiedenste Medien in Deutschland jetzt auch berichtet haben. Und dieser Pornopass, der ist entwickelt worden, um pornografische Inhalte im Internet anonym zugänglich zu machen. Das Ganze heißt Catera Digital Beta. Die Dinger sind auch nur 1 Monat gültig. Hier, nach erfolgreicher Verifikation erhalten Sie 30 generierte Credits mit einer Gültigkeit von 1 Monat, die Ihnen Zugang gewähren. Also einmal pro Tag, mehr geht nicht. Habt ihr gehört? Und ist erstmal dargestellt worden, ja, ich würde mal sagen, in so einer Art PowerPoint-Präsentation. Die Spanier haben das hier veröffentlicht und zeigen, wie soll diese ganze Verifizierung aussehen. Man sieht hier so ein Public Key, ein Private Key. Oh, stopp. Wichtig, das ist gut. Moment, ich hab Public Key gehört, da hab ich ganz schnell Pause drücken müssen. So, General Solution Components, okay. Also als erstes wollen wir The private key never leaves the mobile device. Ach, das ist die Definition von Private Key. Digital Wallet, das heißt, ist das eine Software? Das heißt, wir brauchen doch wieder Client-Side-Software, das ist ja total bescheuert. Okay, also es werden wohl Public und Private Key bei uns auf dem Gerät generiert, so wie ich das hier sehe, für jedes Mal, wo wir uns einloggen wollen. Okay, also wir müssen nicht zum Amt rennen. Gut, dann habe ich das falsch verstanden. Okay, das ist aber auch in Kooperation mit der EU. Okay, also das heißt, wir bauen uns erstmal hier unsere Login-Daten sozusagen. Dann schicken wir die Login-Daten, beziehungsweise generell Credentials, an unseren Credential Issuer. Ich nehme mal an, dass das dann eine Behörde ist. Sowas wie halt eine Behörde in Spanien. Und dann wird auf meinen Public Key gesagt, okay, der ist jetzt für ab 18 freigegeben. Also dazu muss man vielleicht erstmal kurz wissen, Public-Private Key Encryption oder Signaturen sind quasi so Signaturen sind so das zweite große Ding bei der asymmetrischen Kryptographie. Das heißt, ich kann euch eine Nachricht schicken, ja, aber wie verifiziert er, dass die wirklich von mir gekommen ist? Also von mir als ich, ja. Und dazu gibt es sogenannte stellt euch vor, wie Zertifizierungsstellen, die heißen CAs, Certificate Authorities, um es ausgesprochen zu sagen. Dort kann ich meinen Public Key hinterlegen, als Website-Betreiber zum Beispiel.
Und diese CAs haben dann wiederum die Möglichkeit, euren Public Key zu unterschreiben, dass der wirklich okay ist, dass der wirklich von euch ist. Dazu muss dann jemand, der so einen Public Key dort hinterlegt, muss dann zum Beispiel mit seinem Ausweis wirklich hinlaufen, wenn man es richtig macht. Und dann wird das unterschrieben von der CA und dann wird der Public Key dort hinterlegt. So, und die Schlüssel, die öffentlichen Schlüssel, also Public Keys von den CAs, die werden auf eurem Gerät fest mitgeliefert, installiert. Die sind in eurem Browser vorinstalliert, damit euer Browser zum Beispiel und euer Betriebssystem auch, damit dieses System weiß, wem es vertrauen kann. Das heißt, da steht dann zum Beispiel sowas drin wie Google zum Beispiel. Google können wir uns eigentlich angucken. Hier, eine Sekunde. Hier, so. So, das könnt ihr auch machen, wenn das Ganze jetzt gerade nicht über die App guckt. Ihr könnt hier oben auf dieses Schloss gehen bei eurem Browser und dann steht hier zum Beispiel, diese Verbindung ist sicher. Da klickt ihr drauf, da steht hier, dieses Zertifikat ist gültig. Ja? Das ist jetzt in dem Fall für google.com. Und hier gucken wir dann, allgemeiner Name ist sternchen.google.com. Und hier steht dann ein bisschen was Genaueres drin, nämlich zu wem das Ganze gehört. So, und hier steht auch, von wem das ausgestellt wird. Und hier steht auch das Zertifikat an sich, also quasi so eine Art Fingerabdruck von diesem Zertifikat. Und da steht dann die Organisation, der ihr vertraut, ist Google Trust Services. Wenn wir hier auf Details klicken, wird das noch ein bisschen deutlicher. Bei YouTube zählt sozusagen zu google.com dazu. Wenn wir hier drauf gehen, dann sehen wir das einzelne Zertifikat. Hier sehen wir in Version 3, Seriennummer, Algorithmus, also in dem Fall PKCS 1. Warum nicht 1.5? Egal. Und dann steht hier der Aussteller dabei, also derjenige, der dieses Zertifikat von YouTube unterschrieben hat. Dann steht da, von wann bis wann das Ding gültig ist. Also hier in dem Fall, es ist nicht gültig vor dem 5.8.24 und es ist nicht nach dem 28.10. gültig. In der Zwischenzeit muss also YouTube mal ein neues Zertifikat ausgestellt bekommen. Und dann hier noch ein paar andere Sachen, die nicht so drastisch wichtig sind. So, jetzt wollen wir aber, also ich meine, ne, mein PC kennt vielleicht Google nicht. Ja? Kann ja sein, dass es da nicht war. Deswegen gucken wir nach, was liegt denn bei uns im System drin. Aha, hier, WR2. Gucken wir mal nach, von wem ist denn das? Also wer ist der Aussteller? GTS Root R1 und die Organisation ist Google Trust Services LLC. Das ist eine eigene Firma. Okay, wer ist denn das? Ich kenne das nicht. Naja, es ist ja also die haben jetzt quasi unterschrieben, dass Sternchen.google.com wirklich sicher ist und dass youtube.com zu Sternchen.google.com gehört, das haben die auch unterschrieben. Jetzt müssen wir also denen hier vertrauen, dass deren Aussage auch wirklich korrekt ist und dass hier youtube.com nicht nur so tut, als wäre es youtube.com. Naja, aber wir kennen die auch nicht. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, wer GTS Root R1 ist. Who knows? Ja? Deswegen in meinem Betriebssystem oder in meinem Browser ist nicht das hier hinterlegt, sondern dieses Ding hier. Das GTS Root R1 Zertifikat. Hier steht dann also drin, GTS Root R1 ist der Aussteller von diesem Zertifikat und hat unterschrieben, dass die alle gültig sind. Das ist dann wie so eine Kette. Wenn ihr dann einfach nur GTS Root R1 da drin habt, dann kann das auch unterschreiben für Hans-Peter-Organisation und die können unterschreiben für Dieter-Organisation und Dieter kann dann zum Beispiel unterschreiben, dass Bootstrap.academy wirklich auch vertrauenswürdig ist oder dass es wirklich zum Beispiel zu mir gehört. So funktioniert das eigentlich alles. Das sind CAs, also Certificate Authorities. Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, ich bin also ein bisschen drüber, lasst mich kurz mich wegschieben. So, ich muss da nicht sein. Genau. Okay, also einmal haben wir hier Credentials, die dann, also wir schicken sozusagen dann nicht irgendeinen anderen Schlüssel dahin, sondern wir als Benutzer schicken sozusagen einen neu generierten öffentlichen Schlüssel hin, den wir jedes Mal neu generieren, wenn wir uns bei so einer ab 18 Webseite einloggen wollen, schicken wir den zu der speziell dafür gebauten Autoritäts- oder dem Trust Service. Dann bekommen wir das dort hinterlegt und dort wird dann unterschrieben, ey yo, der ist wirklich 18 hier. Das heißt, nur die hier kennen sozusagen das Datum, dass wir wirklich 18 sind. Und ich nehme mal stark an, dass die mit diesem Digital Wallet in Verbindung stehen. Das steht hier jetzt nicht so eindeutig dabei. Und anschließend kann ich kann ich diesen öffentlichen Schlüssel benutzen, um mich dann einzuloggen bei einer ab 18 Webseite. Das heißt, wo ist Schritt 4? Hier. Genau, hier. Ich benutze das hier, um mich dort einzuloggen. Das bin wahrscheinlich, ja, das ist der User. Genau, und dieser Content Provider, ja, schön,
Der sagt dann, ey, yo, gib mal hier bitte Beweis, dass der wirklich 18 ist. Und dann sagt mein Handy zum Beispiel, ey, hier, ich habe einen öffentlichen Schlüssel, hier, den nimmst du fürs Einloggen. Das läuft dann auf meinem Gerät zum Beispiel ab. Und dann bekommt, also dieser öffentliche Schlüssel, den kann ich ja überall hinpacken, ja. Den kann ich jedem schicken. Dann schicke ich dem meinen öffentlichen Schlüssel. Der wiederum sagt dann, okay, du unterschreibst mir jetzt bitte diese zufällige Zahlenkombination. Dann unterschreibe ich die mit meinem privaten Schlüssel. Das kann nur ich machen, das kann niemand anders machen. Der wiederum guckt dann nach, ob die Unterschrift für den öffentlichen Schlüssel passt. Das heißt, ihr unterschreibt mit dem privaten Schlüssel und der öffentliche Schlüssel, den ich jedem schicken kann, mit dem kann man testen, ob diese Unterschrift wirklich von euch ist. Das ist dann hoffentlich gegeben. Das heißt, niemand anders kann das fälschen. Das geht tatsächlich mathematisch quasi gar nicht. Erst in ein paar Millionen Jahren ist das sowas möglich. Und dann guckt ihr einfach nochmal nach, ob das auch wirklich hier drin ist. Also sozusagen in diesem Ding. Das ist so der wahrscheinlich normale Ablauf dafür. Haben wir eigentlich auch schon soweit. Also im Grunde genommen ist das eine ganz normale öffentliche oder PKI, Public Key Infrastructure. Aber trotzdem muss hier natürlich jetzt der Credential Issuer mit ins Boot geholt werden. Und der muss dafür natürlich auch mein Alter kennen. Und ich brauche eine App von dem, wo ich tatsächlich dann meinen Ausweis hinterlegen muss. Dadurch habe ich sowas wie eine E-Ausweisfunktion Part 2. Was ist da genau der Unterschied? Erinnert mich so ein bisschen an das Verschlüsselungssystem Pretty Good Privacy. Man bleibt anonym und kann dann sich mit seinen Credentials anmelden an der Porno-Seite. Ja, PGP funktioniert ein bisschen anders. PGP steht für Pretty Good Privacy. Da ist keine zentrale Instanz da, die alles verifiziert. Zumindest nicht so direkt, sondern man hat im Endeffekt andere Leute, die sagen dann, hey, Vertrauen, der da hat mein Vertrauen. Und dadurch, dass andere Leute mir vertrauen und ihr den anderen Leuten vielleicht vertraut ihr dann auch wieder mir. Also im Endeffekt, nehmen wir an, wir zwei wollen jetzt in einen Dialog treten. Wir wollen miteinander verschlüsselt kommunizieren. So, wie verifiziert ihr, dass das wirklich mein Schlüssel ist? Naja, wenn ihr jetzt mit Christian Solmecke schon geschrieben habt und der hat mit mir schon geschrieben und wir kennen unsere Schlüssel, dann kann ich ganz einfach hergehen und sagen, schau mal bei Christian vorbei. Und Christian sagt dann, ey, yo, der ist wirklich der richtige Schlüssel. Trust me, Bro, das ist der richtige. Dann könnt ihr auch mir vertrauen und allen, was ich quasi danach sage. Wenn ich dann sage, ey, der von Hans Dieter, ja, das ist sein richtiger Schlüssel, dann könnt ihr auch mir vertrauen, weil ihr vertraut ja Christian und Christian hat mich ja geproved. Das heißt, es ist so eine Art Vertrauenskette, die man da aufbaut. Das habe ich jetzt hier tatsächlich so nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, wie diese Credential Issuer da wirklich für benutzt werden. Vielleicht sind das dann auch wirklich Privatpersonen, aber es macht eigentlich wenig Sinn, wenn man das bei Privatpersonen lässt, dann ist es angreifbar. Also als großer Wurf in Spanien gefeiert. Aber okay. Und man ist damit sozusagen schon derjenige, der den Regelungen der Europäischen Union, die ohnehin geplant sind, etwas seiner Zeit voraus ist. Hintergrund ist, dass man sich einmal richtig verifizieren soll, das heißt mit Personalausweis und allem drumherum bei dieser App. Dort kriegt man dann so ein Checkheftchen, 30 Anmeldungen, das ist sozusagen jetzt erstmal die Idee, hat man bei verschiedensten Porno-Plattformen innerhalb eines Monats beispielsweise. Die Frage ist, kommt da jeder von euch mit hin? Ja, wäre so eine Anmeldung am Tag. Crazy, dass sie da jetzt auf 30 gegangen sind, keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Vor allem verstehe ich auch nicht, wieso man das limitieren muss. Also ich meine, wenn ich bei einer App, also deswegen dachte ich, es wäre physisch, wenn ich sowieso bei einer App mich anmelden muss dazu und sowieso dort meinen Ausweis hinterlegen muss, dann kann ich das einfach jedes Mal neu generieren. Dann kann ich einfach auch bei mir mal ganz kurz nehmen wir an, ich logge mich jetzt bei Pornhub ein, ja. Und die sagen dann, ey, yo, prüf mal, dass du 18 bist. Dann sage ich, okay, warte kurz, ich schicke euch einen Key. Dann läuft das quasi im Hintergrund mit dieser Wallet-App ab. Die verbinden sich ja dann. Die Wallet-App wiederum baut einen neuen Schlüssel, der komplett random ist. Und ich schicke diesen Schlüssel dann direkt einfach an den Issuer, an den Prover sozusagen, der meinen Ausweis hat und prüft, dass ich 18 bin. Der gibt mir eine Antwort zurück oder unterschreibt halt meinen öffentlichen Schlüssel und ich schicke den unterschriebenen öffentlichen Schlüssel einfach dorthin. So, also im Grunde ist das eine ganz normale PKI, aber warum ist es limitiert auf 30 Mal? Ich kann das so oft machen, wie ich möchte. Ich kann das live machen. Das ist ein Vorgang, der dauert vielleicht
was dauert's? Eine Minute maximal, wenn ihr komplett grottenschlechtes Internet habt. Wenn es schnell ist, dann seid ihr da in 2 Sekunden fertig mit. Also maximal 2 Sekunden. Verstehe nicht, wieso wir das da limitieren müssen. Aber dass man das überhaupt machen möchte, liegt daran, dass man sagt, okay, sonst würde sich ja einer einen Pornopass besorgen und den einfach weitergeben an all seine Kumpels. Aber genau das ist ja nicht möglich, weil also gerade wenn ich dieses Scheckheft habe, ist es ja möglich, dass ich das dann weitergebe, weil dann kann ich ja einfach diese Schecks weitergeben an andere, während wenn ich das bei mir lokal habe und das jedes Mal ausgeführt wird, wenn ich mich sozusagen angemeldet habe, dann muss live dieser Schlüssel verifiziert werden und die prüfen dann live, ob ich wirklich gerade 18 bin. Hä? PKI, Leute, das ist Grundlage. Und die könnten sich dann, auch wenn sie noch keine 18 sind, einloggen. Und deswegen sagt man 30 Stück und dann sind die bei dem einen verbraucht und dann muss es sich erstmal wieder neu einloggen, um sich neue Credentials zu holen. Ab Sommer diesen Jahres soll das Ganze verfügbar sein. Wieso überhaupt einloggen? Ich krieg Kopfschmerzen. Wieso muss ich mich dafür einloggen, wenn das eigentlich ein Service ist, der im Hintergrund laufen sollte? Muss ich das dann von Hand machen? Was ist denn das für ein... Digitalminister Spaniens sagt, wir handeln hier im Voraus auf das, was bei der Europäischen Union kommt und wir bitten alle Plattformen da jetzt schon mitzumachen und diese Wallet-App zu akzeptieren. Künftig wird es sowieso in ganz Europa so ein digitales Identitätssystem geben. EU-weit heißt das dann eIDAS 2, also ein System, mit dem ihr euch digital überhaupt ausweisen könnt bei Behörden, aber auch bei Privatpersonen, unter anderem eben solchen Plattformen. Aber das wiederum ist, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich will das fast jetzt gerade eigentlich nicht aufmachen, weil eIDAS oder eIDAS 2 ist schwierig. Also es gibt ein paar Probleme, die sie noch immer nicht gelöst haben. Und es war auch sehr, sehr lange noch einfach nur ein Konzept, noch keine Implementierung hinten dran. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt mittlerweile ist, weil es wurde auch mal zwischenzeitlich pausiert und dann wurde es wieder weitergemacht. Es war furchtbar. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, dass man seinen Personalausweis, der ja teilweise schon solche Identifikationsfunktionen auch digital hat, dann dafür nutzen kann, um sein Alter irgendwo zu verifizieren. Wenn wir das EU-weit hätten, wäre das ja schon mal ganz gut. Ja, es wäre nicht schlecht, wenn es soweit funktionieren würde, weil damit könnte man natürlich auch dann einfach Sachen hinter eine Altersverifikation stellen. Aber EU-weit ist halt nicht da, wo das Internet aufhört. So, dann kann ich einfach zum Beispiel mir einen VPN-Anbieter holen oder im Zweifelsfall Tor und nehmen wir einfach mal Tor. Ja? Mein Tor-Netzwerk, also Tor, Privatpersonen, die dann oder andere Personen einfach, die einfach euch einen Proxy geben und ihr habt dann einen Tor-Exit-Node und da kommt dann einfach nur in irgendeinem anderen Land raus. Und ob das jetzt noch in der EU liegt, ist komplett random. Das heißt, es kann auch gut sein, dass euer Exit-Node dann einfach zum Beispiel in Japan liegt. So. Und wenn euer Exit-Node in Japan liegt, aber Japan andere Gesetze dafür hat, dann wird Japan nicht eure. Japan vielleicht schlechtes Beispiel, weil bei denen ist es insgesamt illegal, soweit ich weiß. Sagen wir einfach mal USA, ja. Die USA haben keine Verifikation dafür, machen das nicht verpflichtend, also gehen einfach die Betreiber von den Webseiten in den USA natürlich nicht hin und bauen diese Sperre ein, weil immerhin gehen ihnen dann ja Kundschaft, also quasi zuschauende Menschen verloren. Weswegen sie das dort nicht einbauen werden, wenn es keine Verpflichtung ist. Das heißt, wenn ihr dort mit eurem Tor-Exit-Node rauskommt, dann habt ihr diese Beschränkung nicht mehr. So, von mir aus kann man VPN da rausnehmen aus der Gleichung, weil man kann ja einfach sagen, wir machen alle VPNs ab 18 und ihr könnt nur noch ein VPN installieren, wenn ihr 18 seid, weil ihr sonst die Beschränkung übergehen könnt. Klar, das Tor-Netzwerk ist aber Open Source, kostenlos und macht genau das. So, da kann man auch, und da sollte man vor allem auch keine Ausweispflicht einführen, weil das ist für Journalisten einfach auch super wichtig, um einfach anonym kommunizieren zu können. Und wenn man das da einfügt, dann haben wir ganz andere Probleme. Deswegen, also zuverlässig ist das Ding eh nicht. Und wenn ihr dann mal in den USA seid, könnt ihr euch auch einfach ein VPN holen, dann habt ihr das auch in schneller sozusagen. Also da gibt es haufenweise Wege drumherum. Das sind die Pläne in Spanien, aber das Ganze, habe ich euch ja gerade schon angekündigt, soll es auch auf europäischer Ebene geben. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, wie die Rechtslage in Deutschland aktuell ist, bezogen auf die Porno-Plattform. Wir schauen auch mal auf so eine Plattform drauf, wie die das gerade aktuell lösen, eine der größten. Und wir gucken dann einen Blick in die EU, wie das da dann gemacht werden soll. Okay. Wo ihr keinen Pornopass braucht, um drauf zu kommen, ist die Plattform X oder früher Twitter.
Dummerweise haben die allerdings nicht ganz so einen sorgfältigen Umgang mit euren Daten gehabt, denn Fairerweise, gerade für Twitter bräuchte man dann so einen Pass. Weil auf Twitter kriege ich teilweise wirklich in den Empfehlungen von Kanälen, die ich davor noch nie gesehen habe, kriege ich Empfehlungen von wegen, ja, das könnte dir doch gefallen. Und gehst du drauf, hast einen Dickpick im Gesicht. eure Anmeldedaten sind im Internet gelandet, jedenfalls von Millionen von Deutschen. Und wenn ihr ein bisschen Geld jetzt in dieser Sekunde verdienen wollt, dann schaut mal, ob ihr betroffen seid. Eure Ansprüche gegen Twitter, die kauft euch nämlich jemand ab, unser Partner Right Now. Das Einzige, was ihr tun müsst, über den QR-Code gehen oder den Link in der Caption, dann kommt ihr auf diese Checker-Seite. Und wenn ihr betroffen seid, macht euch Right Now ein Angebot und sagt euch, wie viel Geld ihr jetzt gleich direkt bekommen könntet. Unbedingt mal auschecken. Ja, in Deutschland ist es so, dass die Landesmedienanstalten und die Kommission für Jugendmedienschutz schon ganz lange kämpft gegen frei zugängliche Pornoseiten. Es ist natürlich in Deutschland jetzt schon so, dass man Pornografie erst ab 18 Jahren konsumieren darf. Das geht unter anderem aus dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag raus, Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien und Und das hat auch schon damals nicht funktioniert, als man noch alles gekauft hat. Also ich meine, es gibt ja schon Spiele ab 18. Und wie oft Freunde von mir, natürlich nur Freunde von mir, sich Spiele ab 18 gekauft haben, obwohl sie gerade 16 waren oder vielleicht sogar noch jünger, in den Geschäften wurde auch nie gut geprüft. Wir kennen das. Und wir kennen es doch immer von Alkohol zum Beispiel. Das ist da noch immer ein Thema. Paragraph 5 regelt da die entwicklungsbeeinträchtigenden Angebote. Man geht also davon aus, dass die Entwicklung von jungen Menschen beeinträchtigt wird, wenn sie zu viel Pornografie entsprechend konsumieren. Und deswegen sind viele Anbieter schnurstracks aus Deutschland ins Ausland gewandert. Da gibt es zum Beispiel den Konzern MindGeek, zu denen gehören die größten Plattformen Pornhub, YouPorn, MyDirtyHobby und noch einen riesen anderen Konzern gibt es, der X-Hamster betreibt. Und die sind alle ins Ausland gewandert und haben gesagt, ja, wir sind weg hier, wir wollen nicht unter deutsches Recht fallen. Denn die Deutschen sagen ja ganz klar, Pornos erst ab 18 und gewisse strenge Altersverifikationssysteme. Diese Pflicht gibt es in Deutschland schon lange, ein ordentliches Altersverifikationssystem zu haben. Jetzt ist immer ganz lustig, dass dann einfach die Betreiber sagen, ja gut, dann gehe ich halt. Und genau das übrigens, vielleicht kleiner Side-Fact hier für die Leute, die jetzt zugucken. Genau dasselbe haben wir gerade bei KI wieder. Die ganzen Anbieter von KI gehen dann halt einfach zum Beispiel nach Japan, weil in Japan kannst du halt KI-Systeme trainieren, ohne auf Urheberrecht zu achten. Und ja, klar, dann kannst du alles Mögliche damit machen. Kannst deine Systeme trainieren, ohne dass du irgendwie Bedenken haben musst, kannst sie dann anbieten. Und wenn dann halt die EU sagt, jaha, aber wir wollen euch nicht, dann sagen die halt, jaha, aber dann kriegt ihr uns halt auch einfach nicht. Ja, und dann kommen wir wieder und sagen, aber wir können mit VPN. Und dann sagt die EU, ja, das ist uns egal, ne? Und dann sagen die Unternehmen trotzdem, ja, vielen Dank, das ist cool, dass du bei uns wieder Geld da lässt. Also funktioniert halt einfach nicht richtig. sind die alle abgewandert nach Zypern. Und Zypern sieht es entspannt, die kriegen relativ hohe Gewerbesteuereinnahmen dort und verteidigen so ein bisschen die Casino-Anbieter, die Porno-Plattform. Zypern verdient auch gar nicht so schlecht daran, dass die Anbieter sich dort niedergelassen haben. Die Anbieter sagen, es gilt das sogenannte Herkunftslandsprinzip. Das heißt, wir können uns darauf berufen, ja, wir nehmen hier die Regeln von Zypern, ja, und dann können wir da unsere Dienste überall in der Welt anbieten. Es ist nur so, dass das Herkunftslandsprinzip nicht gilt, also dass man sagt, okay, wir müssen ja hier in der EU ungefähr einheitliche Regeln haben, dann gucken wir doch einfach, wo sitzt der und diese Regeln nehmen wir. Das stimmt auch soweit, aber wenn es um den Jugendschutz geht, dann kann wiederum jedes Land sein eigenes Süppchen kochen und da sagen die Deutschen eben, nee, eure Systeme, so wie ihr sie aufgesetzt habt, gelten nicht. Da gucken wir uns mal Pornhub an. Wenn man da aktuell drauf gehen will, dann sieht man erstmal das hier, die größte kostenlose Pornoseite. Besuchen Sie die jetzt. Klickt mal auf Besuchen Sie jetzt, passiert Folgendes. Das ist eine Webseite für Erwachsene. Ich bin 18 oder älter, Nein, Eingabe, ich bin unter 18 Gott sei beenden. Dank. Das Gelbe springt natürlich ganz leicht in die Augen, das ist schwarz auf weiß, ich bin unter 18, dass man nicht 18 ist, das sieht man ja schon kaum, man wird ja gezwungen quasi auf das Gelbe zu klicken. Das nennt sich Dark Pattern, das kennen wir auch von Cookie-Bannern zum Beispiel. Die Website-Betreiber machen den Button, den man halt klicken soll, so, dass er deutlich hervorsticht, in dem Fall hier zum Beispiel in Gelb, und den Button, auf den man nicht klicken soll, also der, wo alle ablehnen, zum Beispiel draufsteht, den machen sie
wenn sie es überhaupt als Button sichtbar machen, machen sie ihn manchmal kleiner, manchmal machen sie ihn gleich wie die Hintergrundfarbe. In dem Fall ist es ein bisschen anders als die Hintergrundfarbe. Und teilweise machen sie auch einfach nur einen Hyperlink draus. Also es ist wirklich teilweise sehr, sehr gut versteckt. Das nennt sich Dark Patterns. Es gibt wahnsinnig viele Dark Patterns übrigens, also gerade UI-mäßig, aber auch in Spielen zum Beispiel gibt es extrem viele Dark Patterns. YouTube macht auch extrem viele Dark Patterns. Eigentlich jede Website macht das. Deswegen, ja, das ist nicht selten. Also das als ordentliches Altersverifikationssystem anzusehen, ist natürlich ein Witz. Und ganz unten, ja, Eltern können das Ganze kontrollieren. Hier auf Englisch Parental Control, also könnt ihr euch durchlesen, wie ihr eure Kinder entsprechend schützt. In Deutschland passt diese Praxis den Landesmedienanstalten natürlich nicht. Die sagen, nix da, das ist doch kein Altersverifikationssystem. Das ist illegal, was ihr da macht. Und sie haben sogar damit Recht bekommen. Also immer wieder haben die Recht bekommen und verbieten den Anbietern dann, die Webseiten hier in Deutschland abrufbar zu machen. Und dann machen die Anbieter das aber erstmal nicht. Und dann sagt man, ja gut, wie können wir da trotzdem noch gegen vorgehen, wenn die das nicht machen? Die sitzen ja in Zypern. Irgendwie reicht unsere Staatsgewalt nicht, um denen das da zu verbieten. Dann haben die Landesmedienanstalten sogenannte Netzsperren verhängt. Netzsperren gegen Access Provider. Was sind Access Provider? Das sind all diejenigen, die euch den Zugang ins Internet gestatten. Das ist die Deutsche Telekom, 1&1, Vodafone. Überall die Knotenpunkte, wo ihr reinkommt ins Netz, da sind dann solche Plattformen verboten. So, und dazu will ich euch mal ganz kurz eine Sache noch zeigen. Hier, das war aus meinem Newsletter. Apropos, wo ihr gerade dabei seid, guckt gerne bei meinem Newsletter vorbei. Dort rede ich immer über solches Zeug, was einfach nicht für ein ganzes Video reicht. Aber ich will es jetzt hier einmal ganz kurz anmerken. Und zwar, es gibt also die sind jetzt nicht staatlich festgelegt. Die QI ist im Endeffekt ein nicht staatlicher Zusammenschluss. Da sind dann alle möglichen großen Internetanbieter dabei. Das heißt, sowas wie Vodafone ist dabei, Telekom ist dabei und so weiter und so fort. Und die haben sich zusammengetan und haben jetzt eine gemeinsame Sperrliste ausgearbeitet, wo sie einfach gesagt haben, ey, yo, hier diese Domains, die hier alle, die sollen einfach gesperrt sein. Die wollen wir nicht haben. Die machen zum Beispiel schlechte Dinge, sowas wie Urheberrechtsverletzung und so weiter und so fort. Und die werden dann einfach von jedem Provider gesperrt. Das hat ein Schüler oder ein Team, weiß nicht genau, ob es ein Team war, aber es wären auf jeden Fall junge Leute, die haben geguckt, ob sie auf diese Domains zugreifen können und nö, konnten sie nicht. Diese Liste hier wird allerdings immer mal wieder aktualisiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auf alle davon zugreifen kann, aber ich konnte zumindest auf manche davon zugreifen, was eventuell aber auch an meinen Einstellungen liegt. Genau, also das heißt, da ist dann der Internetanbieter derjenige, der euch blockiert. Und das ist eigentlich nicht rechtsmäßig. Das ist eigentlich sogar, die dürfen das eigentlich nicht. Internet muss frei zugänglich sein. Deswegen ist hier auch relativ schwierig, dafür dann eine rechtliche Grundlage finden. Das hier ist wiederum, die Internetanbieter machen das, was ihnen vorgeschrieben wird und die sagen dann einfach alle, yo, hier, ihr müsst blockieren und die blockieren dann halt einfach. Aber auch das hier wieder, ne, wenn ihr zum Beispiel ein VPN benutzt oder wenn ihr Tor benutzt oder, ne, diese ganzen anderen Tools, die ja nicht blockiert sind, zum Glück, muss man sagen, dann haben die Internetanbieter keine Möglichkeit herauszufinden, wohin ihr geht. Ich zeige euch das mal eben. So, jetzt kommt wieder das große Ding. Die berühmten Pain-Skills des Morpheus. So, pass auf. Wenn hier euer Rechner steht oder euer Smartphone ist, ja, das seid ihr. Und das hier ist zum Beispiel euer Internetanbieter und das hier ist eure Desired Plattform, ja. Ich schreibe hier einfach mal ISP hin und hier gibt es dann ein Handy. So, es ist nicht das schönste Handy, aber ihr wisst, was es ist. Okay, es könnte auch ein Fenster sein, dann ist es Windows. So, das heißt, normalerweise geht ihr hierher und sagt, hey, ich möchte jetzt ins Internet gehen, ich möchte diese Website aufrufen. Diese Website ist identifiziert mit einer IP-Adresse. Das geht dann noch zum DNS, also DNS. Und der DNS antwortet euch mit einer IP-Adresse. Ihr schickt dann die IP-Adresse in euer Paket mit rein, in euer Internetpaket. Und dieses Internetpaket geht dann zu eurem ISP. Und der lässt euch dann zum Beispiel zu einer normalen Webseite ganz normal durch. Ja? Und diese Webseite kann dann bei euch angezeigt werden. Nehmt ihr jetzt aber eine Webseite, die blockiert wird, also die zum Beispiel ab 18 ist, dann geht ihr schickt ihr dieses Paket an den ISP und der sagt dann einfach,
nö, machen wir nicht und schickt ein Nope zu euch zurück. So, wenn jetzt allerdings da ein VPN-Anbieter liegt, ja, dann nehmen wir einfach mal hier grün für den VPN oder das Tor-Netzwerk oder ist völlig egal. Aber wir nehmen jetzt einfach mal hier VPN. So, dann sagt ihr im Endeffekt in eurem Paket nur, ey, ich will mich mit meinem VPN-Anbieter verbinden. Dieses Ding ist komplett verschlüsselt, dieses Paket, da kann niemand was dran machen. Das ist diese Verschlüsselung, von der wir alle reden. Ihr sagt, ey, ich will zum VPN. ISP sagt, ja, dann geh doch zu deinem VPN. Dann sagt der VPN, ja, okay, ich pack das Paket jetzt aus. Und da drin steht dann einfach auch wieder nur, ich will zu meiner ab 18 Webseite. Ihr geht auf die ab 18, oder der VPN geht in eurem Namen auf die ab 18 Webseite. Antwort kommt an den VPN, der verschlüsselt wieder und schickt das ganze Ding zu eurem ISP zurück und der ISP leitet einfach weiter an euch und ihr könnt dann wieder bei euch entschlüsseln und landet dann trotzdem wieder bei dem, was die ab 18 Webseite euch gibt. So, es ist einfach nur ein Hüpfer mehr, aber dieser Hüpfer ist verschlüsselt. Ihr habt eine direkte Verschlüsselung zu dem VPN und der VPN entpackt dann euer Paket und ihr könnt weiterhin draufkommen auf die Websites. Und das funktioniert sowohl mit der QI, also mit dieser QI-Liste hier, lustigerweise, als auch mit dem hier, falls ihr wirklich mal anfangen, eine Blockliste einzubauen, funktioniert das da genauso. Dementsprechend, ja, man kann jetzt natürlich hergehen und dann VPN und Tor verbieten, aber dann landen wir halt ganz, ganz schnell in einer nicht mehr ganz so demokratischen Variante vom Internet und die ist eigentlich gesichert. Deswegen, wenn wir dahin kommen, dass diese Sachen verboten werden, dann haben wir ganz andere Probleme und dann wird aber auch ordentlich demonstriert. Das Problem ist allerdings, verbietet man da ein Domain X-Hamster, dann benennen die sich einfach um in X-Kaninchen und schwupp ist die Plattform wieder abrufbar. Das heißt, das ist auch noch ein Ding, genau richtig, die können ja einfach ihre Domain ändern. Haben vor allem die nicht ganz so legalen Websites, urheberrechtlich gesprochen, so wie Burning Series oder sowas, haben das wahnsinnig oft gemacht. Die heißen jetzt natürlich nicht mehr so und die müssen dann immer neu identifiziert werden vom Provider und dann dauert es immer, weil sie ja dagegen vorgehen wollen und dann muss das extra nochmal gesperrt werden und das dauert immer. Und wenn die merken, sie werden blockiert, benennen sie sich einfach wieder um und machen dann teilweise sogar einfach einen Redirect rein. Also von dem her auch das, weil man natürlich durch ein VPN, weil nicht jeder einen hat, nicht jeder weiß, wie man es benutzt, relativ schnell einfach auch so ein paar Kunden verliert. Netzsperren taugen eigentlich ehrlicherweise nichts. Und wenn wir in der EU nicht ordentliche Regeln für alle haben, ist es einfach schwierig. Aber jetzt kommt das Schöne. Wir haben immerhin in der EU schon den Digital Services Act. Und zwar seit April diesen Jahres. Da gibt es schon eine einheitliche Regelung, weil wir gesagt haben, okay, eigentlich wollen wir doch alle die Jugend schützen. Lasst uns da doch mal an einem Strang ziehen. Und da gibt es sogar relativ strenge Anforderungen, Altersverifikationssysteme zu implementieren. Die sind nämlich Teil des Digital Services Act, um die Welt ein bisschen sicherer zu machen. Pornhub, Stripchat und Xvideo, ja, die kommen auf 45 Millionen Nutzer in der EU im Monat. Also gigantische Dimensionen an Menschen, die da unterwegs sind. Die sollen Minderjährigen keinen Zugriff geben und da soll ein ordentliches Altersverifikationssystem her. Und zwar mit Ausweisdokumenten oder biometrischen Verfahren wie Gesichtserkennung. So, und da kommt ich erinnere mich, das war ja ganz furchtbar. Mit Gesichtserkennung. Ach ja, natürlich, weil jemand mit 15 nicht so aus. Das hatten wir sogar. Wo war das? Pass auf, ich habe irgendwo mal einen Vortrag gehalten. Das war sogar bei einem Landesmedienzentrum, glaube ich, war das. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, was das war. Auf jeden Fall ging es da um Kinderschutz. Und die wollten das auch mit Gesichtskontrolle machen, also quasi Gesichtserkennung. Das heißt, da ist dann wirklich, ihr müsst, sagen wir mal, ne, ihr geht mit eurem Handy auf Pornhub. So, dann macht ihr das hier und euer Handy analysiert dann, wie alt ihr seid. Und anhand dieses Alters, oder die Webseite macht das, und anhand dieses gemessenen Alters werdet ihr zu der Seite reingelassen oder nicht. So, und ich habe diese Software getestet bei denen. Bei mir kam 4 Jahre älter raus oder sowas. Aber wir hatten auch ein paar Minderjährige dort, die das getestet haben. Ich glaube, eine 19-jährige Person, nicht minderjährig offensichtlich, wurde als 17 kategorisiert, wäre also nicht auf die Porno-Webseite reingekommen. Und eine 16- oder gar 15-Jährige wurde als 18 oder 19 eingestuft, weil Gesichter halt auch einfach anders sind. Das funktioniert nicht. So, und bestes Beispiel eigentlich, ne, wenn wir mathematisch denken, an den Limes denken, ja, wenn wir an den Grenzwert denken. Ihr habt morgen Geburtstag. Heute um 23:59 Uhr und 59 Sekunden dürft ihr noch nicht
in diese Software rein. So, dann kommt eine Gesichtserkennung und scannt euch. Okay, die verweigert euch nach Definition euren Zugang. Um 0 Uhr 0 und 0 Sekunden, also eine Sekunde danach, müsst ihr auf die Plattform kommen, damit das System mathematisch korrekt funktioniert. Das heißt, euer Gesicht muss sich in dieser einen Sekunde so sehr ändern, dass ihr da reinkommt. Wenn wir mathematisch denken, kann keines dieser Systeme funktionieren. In einer Sekunde verändert sich kein Gesicht so, dass das funktioniert. Das ist kompletter Bullshit. Ich weiß nicht, wie man auf diese scheiß Schnapsidee kommen kann immer. Okay, also, ihr versteht meinen Frust. Das sind statistische Systeme. Ich habe das schon wieder verdrängt gehabt. Gott im Himmel. Die Spanier wieder ins Spiel. Die hätten das ja. Ausweisdokumente muss man bei deren, wie heißt das hier, Carta Digitale hinterlegen und dann sagt die anonym allerdings, yo, der ist 18. Also erstmal kein schlechtes System. Und das geht allerdings ehrlicherweise nur für die ganz großen Plattformen. Die müssen eine gewisse Reichweite haben, müssen als groß. Und dann ist es schon wieder hinfällig. Wenn du es nur für ganz große Plattformen definierst, dann kannst du es schon wieder sein lassen. Weil dann kommt halt einfach eine Plattform und sagt, yo, hier haben wir übrigens 85 neue Unterseiten, die sind gerade neu dazugekommen. Hier könnt ihr euch 5 Pornos eurer Wahl jeweils angucken. Nur für genau diesen einen Pornostar. So, gönnt euch. Und nur genau dafür. Und dann heißt es irgendwann, aber die Seiten erreichen zu viele. Oh, dann wird sie plötzlich wieder gesplittet und wir haben plötzlich wieder 2 Seiten, die komplett unterschiedlich sind. Ja. Große Plattformen wahrgenommen werden, dann unterfallen sie diesen Regelungen. Aber man sieht ja auch an Pornhub, auch unter diese neuen Regelungen, die fallen darunter, halten die sich erstmal immer noch nicht. Und es gibt eine neue Plattform, XX heißt die offenbar, und die ist jetzt auch unter diese Regeln von der EU-Kommission gefallen und die EU sagt das sogar noch auf deren Website. Ich denke immer so ein bisschen, machen die damit nicht noch die Plattform bekannt? Ich hatte davon noch nie was gehört, aber die sagen, jetzt ist eine riesige Plattform, große Online-Plattform, gemäß dem Gesetz über digitale Dienste, auch die müssen jetzt diese strengen Vorschriften entsprechend einhalten. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, machen sie es? Ja. Und ganz ehrlich, ihr könnt hier, die können alle einfüllen, was sie wollen. So richtig machen es die Plattformen dann doch nicht. Wir haben also gar nicht so ein Problem damit. Und selbst wenn sie blockiert werden, also ich meine, das Schlimmste, was dir als Plattform passieren kann, ist, dass du von der EU blockiert wirst. So, was machst du dann? Du machst genau dieselbe Seite einfach unter einer anderen Domain wieder auf und dann bist du plötzlich nicht mehr so groß, weil ja die volljährigen Kunden im Zweifelsfall bei dir geblieben sind. Und nur noch die minderjährigen Kunden kommen dann halt auf die neue Plattform, weil sie halt einfach Google benutzen können, nach dieser neuen Plattform suchen können. Und dann sind die auf einer Plattform, die nicht als großer Dienst dargestellt wird oder nicht als großer Dienst gilt, dementsprechend die Voraussetzungen nicht erfüllen muss. Und wow, es war nicht effektiv. Ich weiß nicht, wie man. Dass wir keine guten Gesetze haben, die sind ja schon okay. Aber wir haben ein Problem mit der Rechtsdurchsetzung. Wir kriegen die Plattform nicht raus, weil das Internet einfach recht simpel manipulierbar ist. Ich sage euch, Netzsperren taugen gar nichts, dann mache ich eine andere Domain und schwupp bin ich wieder online. Und sowieso, ja, jetzt sagen die Spanier, gut, jetzt bald, also klar, aktuell freiwillig, liebe Pornoplattform, nutzt doch unsere Charta, um die Leute dann zu verifizieren, dass sie schon 18 sind. So, das ist ja schon mal schön und gut. Aber warum würden Sie das machen wollen? Also freiwillig. Warum würden Sie das freiwillig einführen wollen, dass jemand potenziell die Plattform nicht benutzt? So, ich meine, für die ist, also die Dinger sind ja nicht monetarisiert, außer durch Werbung erstmal. Also klar, vielleicht gibt es Premium oder sowas. Aber wenn ein Kunde nicht die Plattform erreichen kann und nichts anderes sind wir für die, wenn ein Kunde nicht auf die Plattform kommt, machen die Verlust. Warum würden Sie sich selbst schädigend agieren? Warum würden sie das machen? Das wäre total dumm. Stattdessen lassen sie natürlich lieber so lange wie möglich die Jugendlichen freiwillig rauf. Und wenn sie irgendwann wirklich rechtlich dazu verpflichtet sind, finden sie Wege drumherum. Das ist halt, das bringt wenig. Das ist erstmal noch freiwillig. Wenn man es später verpflichtend macht, was werden die Anbieter machen? Ich meine, sie gehen dann ins Ausland oder die User, wenn die Anbieter da sind, nutzen einfach VPN, gaukeln vor, ich bin gar nicht in Spanien, ich bin in Timbuktu. Timbuktu ist alles erlaubt, dann geht man eben darüber.
Was ich sagen will, ist, ich finde es ja in Ordnung, dass man da versucht, was zu regeln, aber es ist einfach verdammt schwierig, da ranzukommen. Und ob es jetzt eine App in Spanien machen wird oder wie die EU-Kommission mit dem Digital Services Act für die ganz Großen, wage ich mal zu bezweifeln. Und dann soll, das munkelt man, in der gesamten EU noch was Neues kommen in 2027. Da gibt es so die ersten Berichte, dass alle Betreiber dazu verpflichtet werden, Minderjährigen den Zugang zu Plattformen zu verwehren, zu bestimmten Plattformen, wie solchen Porno-Plattformen. Und das jetzt EU-weit, dass wir uns da alle mal einig sind. Was da aber genau kommen soll, ob das Modell wie Spanien wird oder so, dazu gibt es noch nicht so viel, aber es soll irgendwas kommen. Interessant ist, dass wahrscheinlich dieses System des EIDAS2 zu seiner Identifizierung führen wird. Das heißt, das ist sowas wie ein digitaler Personalausweis. Ja, könnte man abändern. Also grundsätzlich aktuell vielleicht ja, aber das kann man natürlich ändern. Also da ist dann trotzdem ein Anbieter, in Anführungsstrichen, im Hintergrund. Nehmen wir jetzt einfach mal Staat Deutschland ist einer dieser Anbieter und Staat Frankreich und Staat, was haben wir noch? Ja, Staat Spanien zum Beispiel ist dann einer dieser Anbieter. Und jeder der Anbieter kann dann sozusagen, weil ich ja meinen Ausweis habe, das ist einfach ein NFC-Chip, da hänge ich den hinten dran, da steht dann halt zum Beispiel mein privater Schlüssel drin und mein öffentlicher Schlüssel steht da drin. Und mein öffentlicher Schlüssel ist dann auch einfach beim Amt hinterlegt. So, ob das Amt mir jetzt unterschreibt und mir einen Schlüssel unterschreibt, dass ich 18 bin, das ist dem Amt überlassen. Das ist einfach nur ein Feature mehr sozusagen bei diesem Software-System. Trotzdem ist das Ganze ein Problem, weil man kann natürlich trotzdem immer noch anonym auf diese ganzen Plattformen zugreifen, aber man hat halt die Angst, dass das einfach zu einer Ausweispflicht im Netz führen wird und dass einfach Leute, die sich nicht ausweisen wollen, dann einfach ausgeschlossen werden. Und dass zum Beispiel YouTube dann einfach sagt, hey, ganz pauschal, ne, willst du vielleicht bitte mit dem Ausweis so, ne, hier? Weil wir haben ja keine Alternative zu YouTube. Wir haben TikTok und Instagram. Come on. Das ist keine Alternative zu YouTube. Wir haben andere Plattformen, die ungefähr das tun, was YouTube macht, aber da sind die ganzen Content Creator nicht, weil YouTube uns auf den Plattformen gefangen hält. Buchstäblich. Ich habe darüber schon mal ein ganzes Video gemacht. Wir können nirgends anders hin, weil wir sonst vom Algorithmus einfach schlechter behandelt werden. Und dementsprechend ist es schwer, solche Marktmachten zu unterbrechen. Und dementsprechend würden die allermeisten User dann am Ende doch wieder zu YouTube gehen und dann halt doch den Ausweis vorhalten. Deswegen will man das verhindern, indem man einfach gar nicht die Infrastruktur bietet, dass das passieren könnte. Weil ich meine, einen Grund hätte YouTube schon. Auf YouTube oder auch gerade auf TikTok übrigens gibt es unfassbare Videos, die eigentlich da nicht sein sollten. Und TikTok ist eigentlich auch, glaube ich, ab 13, aber es gibt Videos, die eigentlich definitiv ab 18 sein sollten oder nicht mehr erlaubt sein sollten. Allein damit haben wir ja schon ein Problem. Also da muss ich gar nicht auf irgendwelche USK 18 Websites draufgehen. Ja, aber auch dagegen gibt es Mittel und Wege, mit dem man alles Mögliche im Netz machen kann. Den wiederum würde ich befürworten. Das wäre auch ganz praktisch. Und meine Lösung würde so aussehen, dass ich sage, nehmt das System, EU-weit, irgendeine App, wo ich mich bei Behörden mit ausweisen kann, wo ich vielleicht noch, meinetwegen, was aber schon echt wieder eine hohe Hürde wäre, in ein Lesegerät was reinstecken muss oder mein iPhone, mein Handy als Also in ein Lesegerät reinstecken ist unwahrscheinlich, das wäre dann ein Magnetstreifen. Die Dinger sind altmodisch eigentlich. Mittlerweile läuft fast alles über diese kleinen Chips ab. Kennt ihr auch, wenn ihr so eine Kreditkarte oder sowas habt, da ist ja immer so ein Chip vorne drauf. Oder generell, man muss die ja nicht mal unbedingt sehen. Hier hinten liegen auch noch irgendwo welche. Da hinten liegen auch noch irgendwo welche, so NFC-Chips. Die kann man einfach hinten ans Handy dran halten und dann kann da einfach gelesen werden, was drauf ist. Und wenn da eben so ein öffentlicher Schlüssel drauf ist, kein Problem. Und wenn ihr einen kleinen Mini-Prozessor drauf habt, dann kann das sogar darauf berechnet werden. Ich glaube aber nicht, dass wir das bei den Ausweisen bekommen werden. Aber selbst das, also es würde funktionieren. Wie gesagt, das Ding ist eher, dass wir es nicht haben wollen, dass wir überall eine Ausweiskontrolle haben. Da muss man dann irgendwie anders dafür sorgen, dass der Zugang gewährleistet wird. Und das wird wahrscheinlich wieder dann mit starker Verzögerung passieren, beziehungsweise es gibt dann wieder Schlupflöcher und was weiß ich was alles. Aber ganz allgemein gesprochen, selbst wenn wir kein Internet haben, dann werden halt wieder die Dinge auf USB-Sticks ausgetauscht, also diese USK 18-Filmchen, ja. Also komplett verhindern kannst du das halt einfach nicht. Jugendliche sind da sehr, sehr erfinderisch. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll, dass wir das
Außer wir kriegen natürlich alle einen Trojaner auf unsere Smartphones. Das würde wiederum funktionieren. Oder niemand weiß ja mehr, wie man Computer bedient. Das wäre natürlich auch möglich. Zweiten Authentifizierungsschlüssel noch nehmen muss, ja, sowas. Dann hat man seine digitale Identität, kann damit überall rumsausen, das in EU-weit gleich. Und dann sollten aber bitte alle EU-Länder an einem Strang ziehen und die Porno-Plattformen aus der EU entsprechend unter eine Regulierung stellen. Aber ihr ahnt es schon, wozu könnte das wieder führen? Nachdem sie jetzt Deutschland verlassen haben und nach Zypern gegangen sind, könnten sie dann natürlich die EU verlassen und was weiß ich wohin, Russland, China oder sonst wo gehen. Ja, wobei, ob die jetzt laxere Regeln für Pornografie haben, vermag ich jetzt auch nicht zu behaupten. Wahrscheinlich die nicht, aber ganz einfach in die USA gehen. Dort hast du mehr als genug laxe Regeln dafür. Wobei, gerade in den USA, die sind doch relativ pingelig, oder? Dann gehen wir einfach, I don't know, Argentinien. Ist schön da. Also, ich war noch nie da, aber es sieht schön aus. Kenn die Regeln da nicht. Würde wahrscheinlich niemand kontrollieren. Vor allem so ein kleines Internet-Startup, boah, weiß ich nicht, ob da wirklich so genau geguckt wird. Also, Spanien will voranpreschen, hat den Pornopass. Ich habe euch mal... Also, kleines Internet-Startup in Anführungsstrichen. Das sieht so aus auf dem Papier, weil es halt einfach kaum Mitarbeiter hat und kaum was gemacht werden muss. Es ist halt einfach die Software entwickelt, aber dann sind die halt da und machen Umsatz ohne Ende. Unten für diejenigen, die etwas technisch interessierter sind, das Modell im Detail dargestellt. Ich persönlich muss leider sagen, ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, ob das klappen kann, ob es nicht wieder 1000 Umgehungsmöglichkeiten gibt. Aber wir sind ja jetzt hier schon ein paar tausend Menschen, die sich das hier bis hierhin vielleicht hoffentlich angeschaut haben. Und vielleicht habt ihr ja die Idee. Ich finde das total in Ordnung, dass man Pornografie erst ab 18 Jahren freigibt. Wahrscheinlich sind wir da alle einer Meinung. Aber die ganzen Lösungen, die da hier auf dem Tisch liegen, sind in meinen Augen ein bisschen hilflos. Und vielleicht können wir ja hilflich sein über unsere Ideen in den Kommentaren. Also es würde mich total freuen, wenn ihr... Ja, lasst uns mal drüber nachdenken. Wenn wir das so machen, wie Spanien das macht, dann gehen die Plattformen halt einfach. Das Ding ist halt einfach, die Plattformen können sich ihren Standort aussuchen und wir sind dafür nicht, wir können das, also als User kann ich da halt einfach mich hintunneln. So, das heißt, ich müsste auf jeden Fall jegliche Verbindung nach auswärts einschränken und verbieten. Sprich VPN und Tor-Netzwerk müsste ich verbieten. Oder ich mache einen Client-Side-Trojaner, verpflichtend. Was mindestens genauso schlimm wäre, eher noch schlimmer sogar, weil ich dann im Endeffekt auf dem Smartphone, ne, habe ich dann einfach jemanden, der immer guckt, was ich gerade gucke. Sowas wie Microsoft Recall, falls ihr das mitbekommen habt. Das guckt dann einfach immer nach, was passiert denn alles. Und wir hatten sogar schon mal die Debatte, diesen ab 18 Filter, also quasi dieses ab 18 Website-Filter, dass man den auf das Betriebssystem draufpackt. Dem kann man natürlich auch entgegenwirken, indem die Plattform halt einfach nicht bekannt ist. Klar. Aber wenn dann wirklich das Betriebssystem scannt, was ihr seht, und dann sieht es, ey, der ist ja noch minderjährig, das zensieren wir mal ganz schnell. So könnte man dem Ganzen entgegenwirken, wenn wir so einen Ab-18-Filter haben. Aber auch hier wieder gibt es Wege drumherum. Wenn ich so einen Filter in meinem Betriebssystem haben muss, ja, dann hole ich mir halt einfach ein Linux. Und ein Linux muss nicht unbedingt in der EU hergestellt werden. Und es ist Open Source. Das heißt, ich kann im Zweifelsfall auch einfach den Filter wieder raus editieren. Also auch so ein Filter bringt nichts, wenn wir an Open Source und an freie Systeme denken. Und dann wiederum müsste das für die EU heißen, wir verbieten Linux und machen nur noch proprietäre Software, die man nicht mehr verändern kann. Und oh mein Gott, da wollen wir nicht hin. Also wir wollen nicht Linux verbieten, weil das ist das, was so viele Unternehmen auch gleichzeitig benutzen. Dagegen würde massiv lobbyiert werden. Auch solche Filter im System brauchen ja wahnsinnig viel Leistung. Damit würde man extrem viele Geräte unbrauchbar machen. Im Zweifelsfall kaufe ich mir halt einfach einen alten Rechner, wo so ein Filter halt nicht drauf ist. Plus eben die Sache mit den Auswandern oder VPNs, Tor-Netzwerken würde zu einer krassen Internetzensur führen. All diese Lösungen sind keine Lösung. Ich denke, wenn man es so unbequem wie möglich macht, dann könnte man hier vielleicht dafür sorgen, dass der Konsum zurückgeht. Verhindern wird er sich nicht lassen und es gibt spätestens, wenn sowas rauskommt, mindestens 25 Anleitungen, wie Jugendliche das dann doch eben nutzen können und die Anleitungen werden sie sich halt reinziehen ohne Ende. Deswegen
eine wirkliche Lösung fällt mir nicht ein. Also eine endgültige Lösung. Außer das Einschränken bei Minderjährigen über die Eltern. Einfach eine Kontrolle zu haben und die Geräte dann von den Eltern eben limitieren zu lassen. Also zum Beispiel, wenn ich bei mir in meiner in meinem Router habe ich zum Beispiel dann drinstehen, ey, diese Website kann nicht erreicht werden. Sozusagen meine eigene Blockliste, die ich persönlich pflege, die ich als Elternteil pflegen kann. Das kann man bei jeder Fritzbox machen. Ich kann euch das mal eben, wobei, nee, kann ich nicht, da sind ein paar private Sachen drin. Ich kann euch das nicht zeigen, aber jeder Router, mit dem ihr ins Internet geht, kann sowas. Und wenn dann da drin steht, ey, pornhub.com ist problematisch und verboten und so weiter und so fort, dann können die das buchstäblich nicht machen. Und ja, dann das Schlimmste, was dann noch passieren kann, ist, dass die Dinger über USB wieder ausgetauscht werden. Aber Handys, wobei, ja, über Messenger könnte man das auch machen. Aber man ist eingeschränkter und das ist sehr, sehr unbequem, weil es vielleicht dann komprimiert wird. Ich glaube, das ist noch das Beste, wenn einfach sich die Eltern drum kümmern und halt verantwortungsvoll mit dem Thema umgegangen wird. Naja, okay. War mal wieder lange, aber ich glaube, das Thema ist super wichtig. Wie er schon gesagt hat, das ist schon so alt wie, keine Ahnung, 2014 kam das ja schon als Thema auf. Und die gruseligste Version war immer noch, dass wir einfach einen Blocker bei uns auf dem Betriebssystem haben, wir uns bei Microsoft ausweisen müssen. Die haben wir zum Glück wieder über Bord geworfen mittlerweile. Es gibt nicht wirklich eine gute Lösung, aber ihr könnt mir gerne mal eure Ideen schreiben. Ich fand's sehr spannend. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.